Hallo, heute mache ich seit langem mal wieder so ein Laber-Video, also eins, wo ich halt vor der Kamera sitze und mit euch rede. Und entschuldigt bitte, falls ich so ein bisschen seltsam und nasal klinge, ich bin halt noch so ein bisschen erkältet, also seid gewarnt. Und ja, wie ihr ja aus den letzten 2 Videos erahnen konntet, waren Daisy und ich in Australien. Und da haben wir natürlich auch so ein bisschen eingekauft und deswegen dachte ich, es ist heute die perfekte Gelegenheit, um euch so ein bisschen, ja, meine Einkäufe zu zeigen. Und ich muss dazu sagen, dass es nicht günstig ist, in Australien einzukaufen. Also ja, ganz egal, ob es jetzt Klamotten oder Essen betrifft, es ist halt alles teurer. Aber es war trotzdem sehr interessant, da ja einfach so komplett andere Klamotten zu sehen, weil die halt ganz andere High-Street-Marken haben, andere Designer-Marken. Und ja, in Europa oder auch in Amerika sieht man halt immer das Gleiche. Und deswegen hoffe ich auch, dass das Video trotzdem interessant für euch ist, auch wenn es die meisten Sachen nicht hier in Deutschland zu kaufen gibt. Ich werde auf jeden Fall so ein paar Alternativen oder ähnliche Sachen raussuchen und sie dann in der Infobox verlinken. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an und das ist eins, was ihr eigentlich schon gesehen habt. Und zwar in meinem Outfit-Video. Und das ist dieser gestreifte Rock von Marks und ja, den habe ich an der Verkäuferin in Marks gesehen und meinte schon sie die ganze Zeit zu Daisy, der Rock von der Verkäuferin sieht super cool aus. Guck mal den Rock. Und sie hat halt diesen Rock an und dazu so ein orangefarbenes Oberteil und das sah in der Kombination einfach super cool aus. Und das Witzige war, dass sich herausgestellt hat, dass die Verkäuferin aus Deutschland kommt und Deutsch kann und ich weiß nicht, ob sie meinen Daisy die ganze Zeit mitgekriegt hat. Egal, war ja eigentlich ein Kompliment. Jedenfalls kam ich dann nicht drum herum, diesen Rock zu kaufen. Auf jeden Fall finde ich, das ist ein super cooles Teil. Endlich mal so ein bisschen mehr Farbe in meinem Kleiderschrank, ohne einfach too much zu sein. Und der Schnitt ist auch cool, so ein ja, so A-Schnitt geschnitten. Und ja, also ich glaube, dass ich diesen Rock ganz oft im Frühling und Sommer anhaben werde. Dann habe ich ein eher weniger spektakuläres Teil gekauft, und zwar diesen grauen Pullover von Country Road. Das ist ja ein ziemliches Basic-Teil eigentlich. Also es hat einen Powerschnitt, ist sehr, sehr weit geschnitten und grau. Also eigentlich etwas, was man auch hier kaufen könnte, aber ich konnte es nicht lassen und es ist halt ein cooles Basic, was halt nicht zu basic ist. Also es hat halt einfach einen coolen Schnitt, saß gut und es ist so ein Oberteil, das zieht man an, wenn man nicht weiß, was man sonst anziehen soll und ja, muss sich keine weiteren Sorgen machen. Es sieht einfach gut aus und passt zu allen möglichen, einfach so ein Lieblingsteil. Und ich hatte es auch schon super oft an. Und ja, deswegen hat es sich für mich trotzdem gelohnt, auch wenn man es eventuell auch hier kaufen kann, beziehungsweise so ein ähnliches. Dann habe ich was gekauft von einem australischen Label, wo die Sachen aus Australian Owned und Made Cotton ist. Also eigentlich zu 100% australisch sozusagen. Und zwar heißt die Marke, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, entweder Basic? Keine Ahnung. Wer es weiß, der kann mir gerne die richtige Aussprache in den Kommentaren in Lautschrift niederschreiben. Jedenfalls habe ich mir dieses gestreifte Oberteil gekauft und die hatten generell super viele coole gestreifte Sachen. Aber ja, das am Ende zu kostspielig gewesen wäre, habe ich mich dann nur für ein Oberteil entschieden. Das ist einfach cool geschnitten. Also es hat hier so Träger, die hier oben so enger zusammenlaufen. Und dann hat es hier einfach so große Ausschnitte an den Seiten. Also ich würde da so ein Bikini-Oberteil tragen, wo es dann halt nach hinten, ja, wo hinten dann nur so ein Band zu sehen ist. Und ja, ich finde, das sieht im Sommer dann zu brauner Haut richtig cool aus. Es ist so ein easygoing Oberteil, was einfach zu allem geht. Also zu Jeans irgendwie reingesteckt oder einfach so lässig drüber geworfen. Ja, einfach ein cooles Teil. Und die Streifen sind halt nicht einfach nur Streifen, sondern halt so abwechselnd, dick und dünn und ja, fand ich einfach cool. Und das letzte Kleidungsstück, was ich in Australien gekauft habe, ist dieses Oberteil. Bei Seed heißt der Laden und ist auch ein super cooler Laden. Also ja, da könnte man auf jeden Fall mal reinschauen. Ich habe mich für dieses Oberteil entschieden. Das ist einfach so ein ärmelloses Oberteil mit so coolen Applikationen aus so Netzstoff. Und ich habe ja so ein ähnliches Oberteil von Mango in weiß und das finde ich schon so ultra cool. Und ja, dann habe ich jetzt hier noch so eins in schwarz. Ich finde den Schnitt einfach schön, ist nochmal was Besonderes und trotzdem sehr bequem und einfach. Und ja, jetzt habe ich es in schwarz. Kommen wir nun zu den Beauty-Sachen und da habe ich auf Instagram ja gefragt, was sind so australische Marken, die ihr empfehlen könnt. Und deswegen zeige ich euch jetzt die Sachen, die ich vor Ort gekauft habe. Und zwar ist das von der Marke Sukin ein Hydrating Mist Toner. Also Sukin ist eine australische Naturkosmetikmarke. Und ich liebe ja so Gesichtssprays
Und dieses Gesichtsspray habe ich mitgenommen, weil es von den Inhaltsstoffen einfach total ansprechend war. Also es hat zum einen kein Alkohol und keine Parabene, das steht auch direkt vorne drauf. Und auch hinten steht an erster Stelle Wasser und an zweiter Stelle direkt Damascena-Rosenwasserextrakt. Und auch der Rest ist auch nicht schlecht von den Inhaltsstoffen. Ja, bin ich gespannt. Dann von der gleichen Marke habe ich noch den Foaming Facial Cleanser gekauft. Und hier sind keine Sulfate drin. Und Sulfate sind halt die austrocknenden Inhaltsstoffe in den meisten Reinigern. Und das ist hier nicht enthalten. Stattdessen ist an zweiter Stelle Aloe Vera. Und ich bin ja total der Aloe Vera Fan, werdet ihr noch merken. Und ja, also Aloe Vera ist sehr beruhigend und feuchtigkeitsspendend. Deswegen freue ich mich schon, wenn mein jetziger Reiniger leer ist, sodass ich dann diesen hier ausprobieren kann. So, und dann habe ich noch ein australisches Kultprodukt mitgenommen. Und das ist so Lippenbalsam oder ja, Creme für alles, sozusagen auch für Ellbogen und sonst irgendwas, aus so Papaya-Extrakten. So Pau Pau wird es da dann immer genannt. Und eigentlich ist das Kultprodukt von Lukas, das Lukas Pau Pau Lip Ointment oder Ointment. Das ist so eine rote Tube. Und das hat eigentlich gar nicht so gute Inhaltsstoffe, also keine Stoffe, die man sich eigentlich gerne auf die Lippen oder sonst irgendwo hin schmieren möchte. Und es gibt aber gute natürliche Alternativen, wo die Inhaltsstoffe eben viel, viel besser sind und wirklich halt pflegend sind. Und da habe ich mich für die Nature's Care Alternative entschieden und wer kann es erraten? Natürlich wegen der Verpackung, weil die einfach super, super süß aussieht. Und auch hier, das ist das eigentliche Produkt. Und ja, das ist, wie gesagt, so ein Lippenbalsam aus so Papaya-Extrakten oder wie auch immer. Und das pflegt die Lippen sehr schön und macht ein schönes Lippengefühl. Und es riecht einfach super schön fruchtig, ohne dass es zu penetrant oder kopfschmerzbereitend ist. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Must-Have, was man sich mal aus Australien mitnehmen sollte. So, dann habe ich noch ein paar weitere Beauty-Sachen gekauft, die aber nicht aus Australien kommen, sondern aus Asien. Das ist nämlich ganz witzig, da es in Sydney also japanische Supermärkte gab oder koreanische Läden, unter anderem The Face Shop, und das ist ein koreanischer Kosmetikladen. Und da habe ich mir dieses Produkt hier gekauft, was aus 99% Aloe Vera besteht, also fast pur, und ja, das sieht man auch an der Konsistenz, sehr, sehr glibberig. Wer also mal so eine Aloe Vera Pflanze aufgeschnitten hat, weiß, dass da so Glibberzeug zwischendrin ist in der Pflanze. Und ja, das ist auf jeden Fall gut für so Sonnenbrand, einfach ja, für den Körper, einfach zum Draufschmieren, weil es halt sehr, sehr beruhigend wirkt. Ich fände es interessant für die Haare, weil ich habe so eine Erinnerung aus der Kindheit, wo Diese und ich auf den Philippinen sehr viel im Meerwasser schwimmen waren und unsere Haare dann durch das Salzwasser so super knusprig und ganz eklig wurden. Und nichts hat geholfen, bis dann unsere Mutter so ein Aloe Vera Blatt genommen hat, das aufgeschnitten hat und uns das Gel so in die Haare geschmiert hat. Und dann waren sie wieder geschmeidig. Und ja, mal gucken. Also das könnte man auch für die Haare benutzen, wenn man möchte. Also ich würde es mal probieren, glaube ich. Auf jeden Fall ein interessantes Produkt. Mal gucken, was ich damit so anstelle. Ja. So, dann habe ich bei The Face Shop noch so ein paar Sheet Masks mitgenommen. Und das kennen vielleicht einige von euch. Das sind diese getränkten Tücher, die man aufs Gesicht legt und dann sieht man aus wie aus so einem Horrorfilm. Und die sind einfach in Asien total der Renner. Also viel beliebter als so normale Gesichtsmasken. Und ja, da habe ich mir so ein paar mitgenommen. Da gab es echt eine Riesenauswahl. Zum einen mit Acai-Beere. Ey, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Das ist auch so ein Wort, was man immer liest, aber nie irgendwie ausspricht. Also entschuldigt, falls ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Jedenfalls soll das eine feuchtigkeitsspendende Maske sein. Dann habe ich hier mit Red Ginseng. Das soll nourishing und energizing sein. Und wirken. Und dann mit Reisextrakt für so, ja, für mehr Leuchtkraft der Haut. Und dann mit so Bohnen, grüne Bohnen, ich weiß nicht. Ja, das soll eine reinigende Maske sein. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie diese Masken so wirken. Die sollen ja eigentlich ganz gut sein von The Face Shop. Und Desi und ich haben mal eine Hyaluronsäure-Maske ausprobiert, also eine Sheet Mask. Das war auf jeden Fall eine sehr witzige Erfahrung. Ich blende euch mal so ein paar Fotos ein. Achtung, gruselig. Dann, wie gesagt, gab es ja noch japanische Supermärkte und da habe ich mir diese Maske gekauft, und zwar für die Hände, also eine Handmaske. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ist. Also ich habe es einfach mal so aus Spaß mitgenommen. Mal gucken. Dann noch so Make-up-Reinigungstücher mit Aloe Vera. Also ja,
kann nicht schaden. Make-up-Wipes braucht man immer irgendwie, wenn man faul ist und mal gucken, wie die so sind einfach. So, und dann habe ich mir so Blotting Paper mitgenommen. Also es ist so eine kleine Schachtel mit so kleinen Papierstücken, die man sich dann so rauszieht und dann auf ölige Stellen presst. Also quasi wie Löschpapier fürs Gesicht und damit soll man dann halt weniger fettig sein. Deswegen ist es so wie Abpuder, nur mit so einem Papier, was man dann wegschmeißt. Ja, ist auf jeden Fall ein super typisches asiatisches Produkt. Und das kann für meinen Bedarf auf jeden Fall nicht schaden. Ich bin ja ölig. So, und das war's mit meinen Einkäufen aus Australien. Ich hoffe, das war inspirierend für den einen oder anderen, auch wenn man halt ein paar Sachen nicht in Deutschland bekommen kann. Und ja, dennoch hoffe ich, euch hat das Video Spaß gemacht und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!